Ist so gut so, das steht? So, los. Bist du schon filmen? Ich begrüße euch zum heutigen Workshop-Video von Fliessbecherpistolen richtig einstellen, oder auch Niederdruckpistolen richtig einstellen. Ich bin der Rolf von der K-Lips und im heutigen Video geht es um die Kremlin M22, wie man die richtig einstellt. Es gibt 4 Einstellpunkte, die man beachten muss. Wir fangen von ganz hinten nach aufwärts an. Punkt 1 ist, dass man den Zerstäuberluftdruck richtig einstellt. Der Zerstäuberluftdruck bei normalen Pistolen liegt irgendwo zwischen 1,5 und 3 Bar. Und bei sogenannten HVLP-Pistolen, wie wir hier haben, schaffen wir mehr Luftmenge und weniger Luftdruck. Da liegt der Zerstäuberluftdruck zwischen 1,2 und 2,5 Bar. Punkt 2 ist die Luftmengenregulierschraube. Die ist bei dieser Pistole unten innen. Ganz wichtig, mit dieser Schraube wird nicht der Luftdruck eingestellt, sondern nur die Luftmenge. Und die optimale Einstellung wäre immer, wenn die Luftmenge möglichst weit offen ist und der Druck eher tiefer, so haben wir weniger Oberspray oder Farbnebelbildung. Punkt 3 ist Farbmengenregulierschraube. Das ist der sogenannte Farbnadelanschlag. Der befindet sich immer auf der gleichen Höhe wie die Farbnadel hinten dran. Mit dieser Schraube machen wir nichts anderes machen, wie den Weg der Nadel reduzieren oder erhöhen. Wenn wir die zumachen, kommt weniger Material. Wenn wir die auftun, kommt mehr. Wir erhöhen somit nur den Weg zwischen den Nadeln und den Düsen erhöhen oder reduzieren. Falls das nicht genügt und immer noch zu wenig Material kommt, muss man überlegen, ob die Düsengröße auch in Ordnung ist. In diesem Fall arbeiten wir mit einer 1,5 mm Düse. Für normale Lacken oder für dünnere Lacken, für Autolacken, Beizen arbeiten wir irgendwo mit einer 1,2 bis 1,4 mm Düse. Für dickere Farben und für Füller und Grundierungen arbeiten wir mit 1,8 bis 2,5 mm Düse. Punkt 4 ist Breitstrahlregulierschraube. Mit dieser Schraube machen wir nichts anders machen, wie das Ventil öffnen, damit die Hornluft da vorne Luft dort führen und der Rundstrahl flach wird. Es tut zusammendrücken und der Strahl wird flach. Ohne Hornluft haben wir einen Rundstrahl und mit Zugabe von der Hornluft wird der Strahl breiter. Wenn alle die 4 Punkte richtig eingestellt sind, sollte nichts mehr im Weg stehen und wir bringen ein ganz gutes Finish im Ergebnis an. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und zum Schluss noch einen kleinen persönlichen Tipp von mir und das zum Luftschlauch. Schaut, dass ihr gute Luftschläuche habt mit viel Durchlass, keine Spiralschläuche, am besten ein PUR-Schlauch mit einer guten Leitfähigkeit, der knickfest ist, sehr leicht ist. Da empfehle ich die PUR-Schläuche. Die spürt man praktisch nicht in der Hand.